Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Noch immer sind die Spuren der Geldautomatensprengung in der Sparkasse in Bickenbach vom Juni dieses Jahres sichtbar. Darunter, dass unter ihnen ein Geldautomat in die Luft gesprengt wurde, leidet Familie Dorn noch immer. Ich möchte es nicht nochmal erleben. Wenn ich daran zurückdenke, muss ich ja im Nachhinein sagen, wir hatten noch richtig Glück gehabt, dass uns nichts dabei passiert ist, sondern es beim Sachschaden größtenteils geblieben ist. Am 20. Juni wacht die Familie nachts auf. Im Untergeschoss in der Bank sind laute Schläge zu hören. Maskierte Männer sind zu sehen. Sie rufen die Polizei. Während des Telefonats knallt es plötzlich. Wir haben unsere Tochter beruhigt, gleichzeitig noch mit der Polizei telefoniert. Und dann haben wir auch die Täter rausrennen sehen und wegfahren. An einen ruhigen Schlaf ist seitdem nicht mehr zu denken. Besonders die 3-jährige Tochter hat Probleme, den Vorfall zu verarbeiten. Ja, also gerade in den ersten Wochen waren wir natürlich sehr darauf, da waren wir bei jedem lauten Geräusch draußen, sind immer aufgeschreckt, haben geguckt, was ist los. Ja, also unsere Tochter hat dann eben bei lauten Geräuschen, bei Autos oder Motorrädern, die vorbeigefahren sind, ist sie dann immer zu einem von uns gerannt und hat sich an uns geklammert und wollte dann erstmal nicht weg. Wollte auf den Arm genommen werden. Und das hat man dann schon sehr gemerkt, dass sie das schwer beschäftigt hat. Risse in den Wänden, die kann man kitten. Auch ein Wasserschaden im Keller kann man verschmerzen. Johannes und Sonja Dorn wissen, dass es viel schlimmer hätte kommen können. Das waren ja Festsprengstoff, das hätte ja genauso gut das halbe Haus mit in die Luft fliegen können, einschließlich uns. Die Familie hat Angst. Angst, dass es wieder passieren könnte. Auch wenn das Hessische Landeskriminalamt vor Geldautomatenunterwohnungen warnt. Die Sparkasse will den Geldautomaten erneuern, so Peter Lehr, Sprecher der Sparkasse Darmstadt, zu unseren Kollegen vom Hörfunk. Das kann jeder verstehen, wenn man so eine Sprengung miterlebt. Das ist eine sehr traumatische Sache. Und deshalb wollen wir natürlich auch schauen, dass wir hier einiges mehr an Sicherheit geben können. Aber auf den Geldautomat können wir an der Stelle nicht verzichten. Die Familie kann die Entscheidung der Sparkasse nicht verstehen. Ja, die Gefahr ist, dass am Ende Menschen, die in diesen Gebäuden leben, sterben werden, weil die Explosion so groß ist, dass das Gebäude einstürzt oder direkt durch die Sprengung die Leute getötet werden. Deshalb der eindringliche Wunsch der Familie. Eben, dass Geldautomaten aus Wohngebäuden entfernt werden, sondern stattdessen in gewerblichen Gebäuden sind oder freistehende Geldautomaten, wie es mittlerweile immer mehr zu finden gibt, sodass im Falle einer Sprengung keine Personenschäden mehr zu erwarten sind. Die Wiedereröffnung der Filiale ist für Ende des Jahres geplant, mit einem neuen Geldautomaten. Warum kann es die Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.